Hallo. Viele, die sich unsere Videos anschauen, meinen, wir sind so ein richtiger Millionärsclub und alle unsere Mandanten haben ein 7- oder 8-stelliges Vermögen. Aber Sebastian, stimmt das denn eigentlich? Also es stimmt natürlich, dass viele unserer Mandanten sehr erfolgreich sind. Denn Hand aufs Herz, Steueroptimierung lohnt sich ja erst dann, wenn es noch was zu optimieren gibt. Also natürlich, viele unserer Mandanten sind sehr erfolgreich. Aber tatsächlich habe ich in der Beratung auch doch sehr viele Mandanten, die ganz am Anfang stehen, die eigentlich noch gar nichts gemacht haben, die sich Gedanken darüber machen, was sie machen können, die was machen wollen, die auch ins Ausland umziehen wollen, aber die noch ganz am Anfang stehen und sich erstmal orientieren müssen. Und genau für diese Leute haben wir die Folge heute zusammengestellt. Also wenn du davon träumst, finanziell unabhängig zu sein oder dein eigenes erfolgreiches Unternehmen aufzubauen oder ins steuergünstige und sonnenverwöhnte Ausland zu ziehen, dann ist diese Folge genau für dich. Also bleib dabei. Sebastian, erzähl unseren Zuschauern doch mal, was sie heute erwarten. Genau, also heute wollen wir zeigen, wie du auch ohne Geld ein Business von null aufbauen kannst, und zwar als sogenanntes Side-Hustle, ja, wie man so schön im Englischen sagt, besonders im Amerikanischen, ein sehr beliebter Begriff dort. Also ein Business praktisch, was du neben deiner Haupttätigkeit aufbauen wirst. Denn wir gehen natürlich davon aus, dass du momentan irgendeinen Job hast, irgendwas anderes machst, um ein Brötchen zu verdienen. Irgendwo muss ja das Essen auf den Tisch kommen. Ja? Wir zeigen dir auch, wie du ins Ausland umziehen kannst, um ein Leben in der Sonne und bei niedrigen Steuern zu genießen. Und alles, was du hier lernst, basiert auf echten Mandantenbeispielen aus der Beratungspraxis. Es ist nicht einfach nur irgendeine Theorie. Tatsächlich kennen wir viele Mandanten, die den gleichen Prozess durchlaufen sind, wie den wir hier schreiben. Und darüber wollen wir heute berichten. Super, Sebastian, vielen, vielen Dank. Das als Einläuterung. Jetzt, wie muss ich mir so unsere Zielgruppe vorstellen? Führ uns doch mal so ein in das Beispiel. 1854 schrieb der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau den berühmten Satz: Most men lead lives of quiet desperation. Übersetzt: Die meisten Menschen leben ihr Leben in stiller Verzweiflung. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Vielleicht ein bisschen überspitzt, aber grundsätzlich trifft es den Nagel auf den Kopf. Viele und ganz insbesondere Männer haben einen Job, der sie nicht erfüllt, und möglicherweise sind sie auch noch in einer unglücklichen Beziehung und wollen einfach nur raus und weg, sind aber durch die üblichen Lebensrealitäten, wie wir sie ja alle kennen, wie gefangen und kommen nicht raus. Sie alle haben einen Traum, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das ihnen das Einkommen, damit die finanzielle Freiheit gibt, ihren Job zu verlassen, ins Ausland umzuziehen und vor allen Dingen natürlich ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Und tatsächlich haben wir viele Mandanten, die per Bootstrapping, also wir reden jetzt ohne Fremdkapital, ohne Venture-Kapital und so weiter und so fort, sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben. Zunächst eben als Side-Hustle, letztlich so wie also ein Nebenjob, was aber natürlich dann später zu einer Vollzeitberufung wurde. Ganz wichtig natürlich hier ist hier zu verstehen, dass 80% aller Startups per Bootstrapping finanziert sind. Ja, es ist bei weitem nicht so, dass hier die meisten Startups Fremdkapital benutzen. Zu den Unternehmen, die mit eigenem Geld, also per Bootstrapping bezahlt worden sind, zählen zum Beispiel Facebook, Dell, Apple, Microsoft und SAP. Gut, jetzt hören uns und sehen uns wahrscheinlich viele Leute zu und sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie um Himmels Willen fange ich denn überhaupt an? Was ist so der erste Schritt, den ich machen muss? Was ist der zweite? Und vor allen Dingen, wie geht es weiter? Wie kannst du den Leuten so ein bisschen die Angst über diesen ersten Schritt, der ja doch ein großer Schritt eigentlich ist, nehmen? Genau, also wir haben das Ganze jetzt mal in verschiedene Phasen aufgeteilt, in 6 Phasen insgesamt. Wie lange diese Phasen jeweils dauern, das hängt komplett von dir ab und von deinen persönlichen Umständen. Kann alles sein, von einem Monat bis einem Jahr, 2 Jahre, wer weiß. Ja. Also, Phase 1, das allererste, das ist, finde deinen Killer USP. USP steht für Unique Selling Proposition oder auf Deutsch sagt man auch Alleinstellungsmerkmal. Es ist die Antwort auf die Frage, warum ich als Kunde bei dir kaufen soll und nicht bei jemand anderem. Du musst also nicht nur ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Geschäftsidee finden, sondern auch, was dein konkretes Angebot tatsächlich einzigartig macht. Dafür musst du zunächst Experte auf einem bestimmten Gebiet sein, denn sonst kannst du kein Unternehmen rund um diese Expertise
rund um diese Geschäftsidee aufbauen. So, wie muss man sich das vorstellen? Wie werde ich Experte auf einem bestimmten Gebiet? Naja, also naheliegend ist ja zunächst mal dein Job. Wenn du als Job Softwareentwicklung machst zum Beispiel, dann kann man davon ausgehen, dass deine Expertise in der Softwareentwicklung liegt und dass du dann echter Experte bist und wahrscheinlich es dir relativ leicht fallen könnte, ein Business zu starten, was irgendwas mit Software zu tun hat. Eine App entwickeln oder Dienstleistung oder was auch immer. Zweite Möglichkeit, durch ein Hobby. Ja, also wie wir als Sachen in den Beispielen sehen, es gibt ja Leute, die als Hobby sehr interessante Dinge machen. Man denke nur zum Beispiel an Leute, die zum Beispiel Autos oder sowas reparieren oder generell vielleicht auch zum Beispiel Möbel herstellen als Hobby oder grundsätzlich renovieren als Hobby. Ja, das ist natürlich dann alles eine Expertise, die du möglicherweise zu Geld machen kannst. Eine weitere Möglichkeit sind deine persönlichen Umstände, deine familiäre Situation. Vielleicht bist du in einem Familienunternehmen groß geworden und hast dabei alles gelernt, was es in dieser Branche eigentlich so zu wissen gibt. Viele machen auch Kurse, können was lernen, bringen sich selbst bei. Oftmals sieht man das ja zum Beispiel beim Trading. Ja. Wir haben ehrlich mal, die haben Trading-Kurse gemacht und haben letztlich dadurch Traden gelernt an der Börse oder mit Krypto oder sowas. Auch ein Weg. Und natürlich, vielleicht hast du auch schon Erfahrung gemacht, vielleicht hast du ein vorheriges Business aufgebaut, was dann nicht funktioniert hat oder du hast es verkauft oder so und kannst da jedenfalls drauf zurückblicken. Es ist wichtig, dass du dich jetzt fragst, auf welchem Gebiet bin ich ein Experte? Bin ich vielleicht Experte auf einem Gebiet, ohne es zu realisieren? Wie kann ich mein Wissen vertiefen? Kann ich Fortbildung machen? Kann ich vielleicht sogar mir von meinem Arbeitgeber eine Fortbildung bezahlen lassen oder eine Umschulung, die mir später bei meinem eigenen Business helfen könnte? Was ist mit Kursen, Büchern, YouTube-Videos? Es gibt ja heute unendlich viele Quellen, wo man Dinge lernen kann. Jetzt, Sebastian, wenn ich dir so zugehört habe, da sind zwei Dinge, die mir unglaublich aufgefallen sind. Auf der einen Seite, man muss doch sehr motiviert sein. Also das ist, glaube ich, auch so eine Grundvoraussetzung. Das andere, was mir total auffiel, ist, man muss sehr ehrlich mit sich selber sein. Was kann ich nicht? Und wenn ich was nicht kann, wie kann ich mir das Wissen aneignen? Wie wir schon auch bei anderer Gelegenheit darüber gesprochen haben, gibt es ja sehr viele Leute, die vielleicht auch diesbezüglich leicht verblendet sind. Ja, also ich kenne mehrere Beispiele jetzt aus dem Bekanntenkreis, wo jemand sehr gerne fotografiert hat. Ja, und dann hat er gesagt, okay, jetzt will ich eigentlich gerne Fotograf werden. Ja, und jetzt gebe ich meinen Job auf und werde Fotograf. Und man kann natürlich sofort sagen, dass das erstens extrem schwierig ist, zweitens extrem leichtsinnig und drittens nicht sehr gut durchdacht. Ja, also Teil dieses Prozesses, den wir hier besprechen, deinen Killer USP zu finden, ist natürlich abzuwägen, was sind wirklich Skills, in denen ich gut bin, was sind wirklich bankable Skills, die ich habe. Dazu kann man sich dann beraten lassen, dazu kann man mit anderen Leuten sprechen, dazu kann man auch andere Leute und Experten zum Beispiel um deren Meinung fragen. Ja? Also mal angenommen, ich will jetzt Fotograf werden, dann nehme ich mal Bilder, schicke die mal an Experten oder lade die einfach irgendwo hoch bei irgendwelchen Image-Plattformen, wo diese ja dann auch zum Beispiel hier sozusagen per Pay-per-Use genutzt werden können, ich ein bisschen Geld dafür bekomme. Ja, also man muss da tatsächlich natürlich sich sehr gut überlegen und sehr viel Zeit investieren, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und natürlich tatsächlich auch hier Soul-Searching machen und sich von anderen beraten lassen, die da mehr Erfahrung haben. Jetzt die eine Sache, die unglaublich viele Leute verunsichert und abschreckt davon, so ein bisschen vorzupreschen und seine eigene Business-Idee zu entwickeln, ist die Frage des Eigenkapitals, also des Kapitals, um sein Unternehmen überhaupt starten zu können. Und du sagst aber, dass es auch ohne das Kapital möglich ist, ein Business zu starten. Wie soll das funktionieren? Denn neben der Entwicklung der Geschäftsidee und des USPs spielt das natürlich doch eine relativ ausschlaggebende Rolle. Absolut. Also ich meine, Kapital ist natürlich absolut ausschlaggebend und wird natürlich entscheiden, welche Geschäftsidee du implementieren kannst, was dein Killer-USP wird. Ja.
Es gibt genug Geschäftsideen, die du komplett ohne Kapital realisieren kannst. Das sind allerdings natürlich meistens dann Dienstleistungen. Wir hatten vorhin von IT gesprochen, Beratung allgemein. Das kann ich natürlich komplett ohne Kapital machen. Oder auch so Dinge wie jetzt Influencer werden, das geht natürlich auch. Ja. Es gibt auch andere Dinge, also zum Beispiel Dropshipping, Print on Demand und sowas geht ja auch alles ohne Kapital. Ja, also da kann man durchaus auch dann bestimmte Dinge bewegen. Viele werden vielleicht auch ein bisschen Kapital haben und ein bisschen Kapital meine ich jetzt ein paar Tausend, ja, nicht mal 10.000, sondern einfach ein paar Tausend und dann kannst du ja möglicherweise schon Ware kaufen. Ja, also ein Beispiel: Wir hatten Mandanten, die haben solche Schmucksteine verkauft online. Die haben diese irgendwo in Asien eingekauft, vielleicht für 1 Euro das Stück und die wurden dann für 10 Euro verkauft. Ja, also ich meine, so eine Kiste mit 1.000 Steinen kostet dann 1.000 Euro. Und wenn das funktioniert, kannst du entsprechend dann auch mit relativ wenig Kapital was erreichen. Man muss ja nicht immer gleich einen Container kaufen. Ja? Aber du musst dich eben natürlich auch fragen, gerade wenn du ein bisschen Kapital hast, ist es tatsächlich jetzt sinnvoll, dieses Kapital zum Beispiel für Ware oder für Produktentwicklung zu verwenden? Ist es nicht vielleicht sinnvoller, den Großteil zum Beispiel für Werbung auszugeben? Ich denke jetzt an Online-Werbung, Facebook, Google AdWords oder was auch immer. Das heißt also, hier muss man sich gut entscheiden und sehr sorgfältig mit dem Kapital umgehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, ich habe eine Kreditkarte mit einem Kreditlimit von 10.000, dann reize ich mal die aus, andere leihen sich wieder was von der Familie. Grundsätzlich also nochmal, Kapital ist natürlich extrem entscheidend für die Geschäftsidee und was du machen kannst, aber man kann heute tatsächlich auch ohne Kapital starten. Kannst du noch mal für uns so die Top-Tipps zusammenfassen für die erste Phase, diese Zielfindungsphase, wenn es um die Entwicklung eines neuen Business geht? Genau, also das Wichtigste meiner Meinung nach ist Fokus, Fokus, Fokus. Ja, man muss sich wirklich darauf fokussieren und es muss einem wirklich wichtig sein. Ansonsten wird man es nicht erreichen. Man muss tatsächlich Prioritäten setzen. Ja, also man kann natürlich nicht sagen, ich vernachlässige jetzt meine Familie. Man muss vielleicht bei anderen Dingen Abstriche machen. Ja, es ist extrem wichtig, dass man sich bildlich vor Augen hält, also visualisiert, was man konkret erreichen will. Gib dich nicht mit Allgemeinplätzen zur Verfügung. Wenn du die Arnold Schwarzenegger-Dokumentation auf Netflix gesehen hast, dann weißt du, er hatte ein ganz spezifisches Ziel als Jugendlicher. Ich will Mr. Universe werden und in Amerika leben. Es hat ihn dann vielleicht 7, 8 Jahre gedauert oder 10 Jahre, bis er das erreicht hat. Was ist dein konkreter Traum? Häng dir Bilder davon irgendwo hin, wo du sie siehst, zum Beispiel auf dem Kühlschrank. Ja? Also ganz wichtig. Ja? Dann, wie gerade eben schon gesagt, schaffe Zeit, nutze Leerzeiten im Auto, Flieger, Zug, beim Joggen und so weiter, zum Lesen, Podcast hören oder was auch immer. Es gibt ja heute sehr viele Audiobooks mit sehr guten Content. Füttere dein Gehirn mit positivem Input, extrem wichtig. Wir müssen dort diesen Teil sehr ernst nehmen. Wenn wir nur Schrott in unsere Birne hineingeben, wird auch nur Schrott hinauskommen. Also, ich würde sagen, übertreibe Gaming, TVs, Social Media, Drogen, zu viel Alkohol, Pornografie, Verschwörungstheorien und diese ganzen Dinge. Konsumiere, was dich aufbaut und motiviert und lass den ganzen Schrott draußen. Das hilft dir, dich zu konzentrieren und zu fokussieren. Versuch, den Stress aus deinen Beziehungen zu nehmen. Sei großherzig und großzügig. Sei nicht nachtragend. Lass los. Also wenn es irgendeinen Streit gibt, einen Konflikt gibt, oftmals das Einzige, was wir machen, ist einfach loslassen und nicht nachtragend sein. Damit tust du dir einen größeren Gefallen als der anderen Person, weil es stresst dich nicht mehr, es belastet dich nicht mehr. Natürlich, wir haben jetzt ja keine Psychologie-Session, ist ja ganz klar. Also Trauma kann eine ernsthafte Sache sein, aber es geht mir jetzt eher so um die Alltagskonflikte. Ganz klar, vermeide irgendwelche teuren Gurus wie Tony Robbins, Tai Lopez, Grant Cardone und wie sie alle heißen, wo du dann Tausende bezahlen musst für irgendwelche schwachsinnigen Kurse. Das brauchst du alles nicht. Ein weiterer Tipp: Sei diskret und behalte dein Vorhaben für dich. Die Chancen sind groß, dass selbst Familienmitglieder Bedenkenträger sind und dich nur entmutigen. Und ich denke, der letzte Tipp ist einfach, Rückschläge gelassen hinzunehmen. Wird viele kleine Rückschläge geben. Wenn du dann wegen jedem Rückschlag hier deprimiert bist,
kommst du nicht zum Ziel. Du kannst jeden Tag neu anfangen. Du hast zwar gesagt, es soll keine Therapy-Session sein, aber so ein bisschen ist es schon. Und ich finde, viele von diesen Tipps, die du gegeben hast, sind grundsätzlich positiv anzuwenden. Da stimme ich dir vollkommen bei. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die unglaublich blauäugig an so eine Sache rangehen. Also ich habe das bei uns im Bekanntenkreis, Leute, die gesagt haben, Mensch, ich male total gern und ich schmeiß den Job hin und male einfach mal so und damit verdiene ich dann mein Geld, ohne sich wirklich ernsthafte Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube, gerade in so dem künstlerischen Bereich, wenn man so an Etsy und noch so an The High Street oder so denkt, da wird einem so suggeriert, ach, man muss nur eine coole Idee haben und dann findet sich der Rest schon. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.